Ja, liebe Patientinnen, liebe Patienten, wir sind immer wieder gefragt worden, ob wir nicht mal wieder ein ausführliches, längeres Video drehen können. Und ja, ich habe Lust dazu. Und deswegen sind wir heute wieder hier. Und wir haben ein Portfolio und wir fangen heute an. Ich zeige nochmal eine Lippenunterspritzung und ich erkläre auch, was dabei wichtig ist, was ich finde, was wichtig ist, was häufig auch vernachlässigt wird. Und dazu gehört erstens, Sie brauchen einen guten Behandler. Zweitens, Sie brauchen ein gutes Material. Das ist wirklich das A und O. Und drittens, Sie brauchen ein ästhetisches Bewusstsein. Und das ästhetische Bewusstsein ist extrem wichtig, weil, wenn Sie schauen, und sie hat eine schöne Lippenform, unser Modell für heute, aber wir würden uns einfach ein bisschen mehr Lippe wünschen. Und genau in diesem Grund ist es wirklich als Behandler ganz, ganz wichtig, dass man die ästhetischen Funktionen und Formen wahrt. Und das heißt auch, dass die Oberlippe immer ein Stück kleiner bleibt als die Unterlippe. Und das heißt auch, dass wir keine Schnabellippen machen. We don't like duck faces. Und das ist etwas, was immer wichtiger wird in der Ästhetik. Und man sieht relativ viele schlechte Beispiele. Und was auch ein Grundsatz in der Ästhetik geworden ist, und das immer mehr, zumindest für die, die wir ein ästhetisches Bewusstsein haben, less is more. Wir wollen keine Riesenlippen mehr produzieren. Lippen müssen in das Gesicht passen und das ist eben auch eines der ganz entscheidenden Merkmale. Sind die Lippen zu groß und das Gesicht zu klein, ist es primitiv. Das heißt, alles das, was wir tun, alles das, wie wir unsere Patienten behandeln, ist unser Markenzeichen. Und Natürlichkeit ist im Trend und alles, was super artificial ist, ist nicht im Trend. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Geschmäcker und unterschiedliche Favoriten, aber am Ende des Tages muss Behandlervorstellung und Patientenvorstellung zueinander passen. Und deswegen passt eben auch nicht jeder Patient zu jedem Behandler. Und das ist okay. Gut, an unserem Modell hier geht es um die Lippenvergrößerung. Es geht nicht so sehr um die Konturierung, weil wir sehen, sie hat eine sehr schöne Kontur. Das heißt, wir würden uns darauf spezialisieren, das Lippenrot etwas nach außen zu evertieren. Wir werden ein bisschen mehr Filtrum geben, das sind die seitlichen Stege. Sie hat ein sehr schönes Herzchen und wir werden Sorge dafür treffen, dass wir dieses Herzchen nicht verschlechtern. Das ist eben auch etwas, was passieren kann bei allem, was man tut. Man kann auch verschlimmbessern. Das ist auch ein absolutes No-Go. Das, was wir zusätzlich tun, denn sie hat einen etwas breiteren Mund, ist, dass wir in diesem Falle ein bisschen herzförmiger im unteren Lippenrot werden. Aber das zeige ich Ihnen gleich bei der Live-Behandlung, denn jetzt fangen wir an. Dann fangen wir jetzt auch an mit der Lippenformung. Und ich sage immer Lippenformung, weil Lippenformung und Lippenvergrößerung nicht zwingend dasselbe ist. Und deswegen fange ich auch hier mit der Lippenformung an, weil sie hat eine schöne Lippe. Und deswegen gilt es einfach nur darum, diese noch etwas mehr zu formen. Ich steche immer von oben in die Lippe ein, einfach aus dem Grund, weil wir dann weniger Vernarbungen haben. Das macht Sinn. Und ich injiziere ganz, ganz vorsichtig das Material, weil ich sehr, sehr dünne Nadeln habe. Das ist auch noch etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde. Wenn man in das Lippenrot einsticht, macht das unter Umständen Probleme, auch Vernarbungsprobleme. Und ich massiere hinterher die Lippe auch sofort, damit die Hyaluronsäure sofort ganz, ganz weich wird. Ich arbeite immer von Seite zu Seite, sodass wir immer dezent formen und vergrößern, immer erst auf einer Seite. Das hat auch den Vorteil für die Zuschauer, aber auch oft für die Patientin, der ich zwischendurch den Spiegel dann hinhalte, dass wir sehr schön den Seitenunterschied sehen können. Deswegen mache ich es eigentlich immer in dieser Manier. Ich gebe auch in die Unterlippe dezent Volumen ein, weil wir erinnern uns daran, der goldene Schnitt der Schönheit ist immer 1 zu 1,6. Die Oberlippe ist immer etwas kleiner als die Unterlippe. Dann kommen wir einmal zur anderen Seite. Und auch hier gehe ich immer ganz vorsichtig von oben rein. Und das ist auch etwas, was ich immer gerne mal betonen möchte. Lippen passieren auch nicht unbedingt zwingend in 5 Minuten. Denn jede Lippe ist anders und man muss sich immer so ein bisschen auch anpassen an die Gegebenheiten des Patienten, der Patientin. Auch das ist ganz essentiell und wichtig. Und deswegen ist Lippen nicht ein kurzer Job, den man mal ebenso macht, sondern auch das muss vernünftig gemacht werden. Und deswegen lasse ich meine Patienten, das werden Sie gleich sehen, auch immer einmal lächeln, vorher, nachher. Denn es kann sein, dass die Lippe in Ruhe gerade ist, aber in Bewegung eben doch nicht. Und das sind auch Dinge, die wir auf jeden Fall beachten müssen. Ich gebe auch hier jetzt etwas in die Kontur der Unterlippe hinein und ebenfalls auch etwas
Volumen. Und auch hier komme ich von unten. Niemals gehe ich in das Lippenrot hinein. Im Übrigen ist es auch schmerzärmer, wenn man das auf diese Art und Weise macht. Und auch das ist ein nicht ganz unwichtiger Aspekt, obgleich auch in der Hyaluronsäure natürlich etwas Betäubung ist, aber nichtsdestotrotz. Ich hatte am Anfang des Videos gesagt, dass wir hier ein bisschen herzförmiger werden im Bereich der Unterlippe. Einfach aus dem Grund, um den Mund optisch ein bisschen zu verschmälern. Und das mache ich auch in diesem Augenblick gerade, dass wir so ein bisschen runder werden im unteren Anteil. Dann lasse ich zwischendurch die Patientin immer einmal lächeln, bitte einmal lächeln, etwas mit Zähnchen, einmal bitte locker und gucke immer, ob auch beim Lächeln die Lippe symmetrisch ist. Das ist etwas ganz Entscheidendes und bei den Patientinnen und Patienten, die kommen, wo die Lippe initial asymmetrisch ist, da bemühen wir uns natürlich auch eine gewisse Symmetrie herzustellen, denn es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn die Lippe zwar vorher asymmetrisch war, aber nachdem wir sie dann weiter geformt haben, fällt dem Patienten diese vorher bereits vorhandene Asymmetrie meistens hinterher etwas mehr auf. Und deswegen macht es Sinn, wenn eben möglich, sie auch auszugleichen. Das, was ich jetzt noch mache, ist das Philtrum. Und das ist etwas, das sage ich den Patienten immer, ist immer das, was ein wenig unangenehm ist. Jetzt habe ich auf beiden Seiten noch das Philtrum einmal geformt. Bitte einmal lächeln, ganz doll mit Zähnchen. Jetzt sehen wir, dass die Lippe oben komplett symmetrisch ist. Ich massiere das dann immer einmal aus und gehe dann noch einmal zur Unterlippe, um die Unterlippe noch ein bisschen mehr zu vergrößern. Einfach damit die Oberlippe auch natürlicherweise etwas kleiner bleibt als die Unterlippe. Dafür gehe ich außerhalb des Lippenrotes auch hinein. Und das natürlich immer auf beiden Seiten. Und auch da ist es gleich ganz entscheidend wichtig, dass man schaut, wie sieht die Unterlippe auch beim Lächeln aus. Denn auch das ist ganz, ganz wichtig. Bitte einmal lächeln, mit Zähnchen, ja und locker. Das heißt, immer wird ganz vorsichtig und denunziös darauf geachtet, dass die Lippe hinterher symmetrisch ist. Auch in der Unterlippe massiere ich das Material immer, damit es ganz weich bleibt. Und was man wissen muss, ist, es schwillt hinterher immer etwas an und man hat immer eine Downtime von ungefähr 2 bis 3 Tagen. Es kann auch mal zu einem blauen Fleckchen kommen. In diesem Falle haben wir Glück und es ist nicht passiert. Aber es kann auch anders sein und auch das ist völlig in Ordnung. Dann schaue ich immer die Patientin einmal von der Seite an, von beiden Seiten. Und auch kleine Asymmetrien gleiche ich aus. Winzigste Nuancen. Und dadurch, dass wir von oben in diese Lippe injizieren, ist es immer 1, 2 Tage auch oben etwas mehr geschwollen, sodass immer die Oberlippe ein bisschen größer initial imponiert nach der Unterspritzung, als sie hinterher ist. Einfach weil der Oberlippenbereich ein wenig anschwellt durch die Injektion. Ja, dann geben wir hier noch eine kleine Menge und dann sind wir im Grunde genommen schon fertig. Ich gebe immer ins Mittlere, immer auf Höhe des Herzchens, immer noch einen kleinen Punkt ein. Ja, und dann haben wir das schon erledigt. Die letzte Massage erfolgt immer noch, während die Patientin liegt. Dann richte ich die Patientin gleich auf, gucke noch einmal nach gegebenenfalls winzigen Asymmetrien, die ausgeglichen werden sollen und müssen. In diesem Fall ist das nicht der Fall, die Lippe ist symmetrisch, aber nichtsdestotrotz immer ein letzter Blick auch am aufgerichteten Patienten. Ja, liebe Patientinnen und Patienten, wir sehen jetzt hier die Lippe direkt nach der Lippenvergrößerung. Wir haben dezent eine Schwellung, die können wir ignorieren. Aber wenn wir insgesamt schauen, dann ist der goldene Schnitt der Schönheit gewahrt. Das heißt, die Oberlippe ist immer ein Stück kleiner als die Unterlippe. Wir haben das Philtrum, die seitlichen Stege ein bisschen betont, sodass die Lippe immer ein bisschen eher nach oben zieht, als in der Projektion nach vorne zu gehen. Wir haben die Unterlippe ein wenig
abgerundet, damit sie insgesamt nicht so breit wirkt. Und auch wenn die Patientin einmal lächelt, sehen wir, dass die Lippe komplett symmetrisch ist. Und das ist entscheidend. Dankeschön. Also, liebe Patientinnen und Patienten, Lippenformung ist, finde ich, eher die Königsdisziplin mit in der Ästhetik und nicht ein 2-Minuten-Job, wie es häufig leider ist. Das heißt, die ästhetischen Grundsätze müssen gewahrt sein. Jede Lippe sollte anders sein, weil eben jedes Gesicht glücklicherweise auch anders ist. Und Lippen müssen Freude machen und nicht nur mir, sondern auch der Patientin hinterher. Vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen.